Hallo ihr Lieben, heute zeige ich dir, wie ich zu Hause mein San Sebastian zubereite. Im ersten Schritt wird der Backofen auf 250 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Dann natürlich die Zutaten Frischkäse und Zucker werden vermischt und gut umgerührt. Hier noch ein kleiner Tipp. Alle Zutaten sollten Zimmertemperatur haben. Das ist ganz wichtig, damit sich die Masse gut vermischt. Weil wenn du alle Zutaten kalt anrührst, dann bildet sich sowas wie so eine Klumpenbildung und das will man gar nicht im Teig haben. So, wenn dann der Frischkäse und der Zucker gut sich zusammengemischt hat, dann kommt im Anschluss die Sahne hinzu. Das Ganze wird dann auch nochmal gut umgerührt. Am besten du benutzt einen Schnierbesen. Damit lässt sich das alles viel besser umrühren. Ich persönlich finde auch, dadurch, dass ich diesen Kuchen schon echt sehr oft gemacht habe, mit der Hand das zu machen, ist es viel besser, als wenn man jetzt die Maschine rausholt oder halt den Mixer. Da ist die Konsistenz viel besser, wenn du das halt auf die Art machst. Das ist auch einfacher. So, im Anschluss kommen dann die Eier hinzu. Die werden dann jeweils einzeln hinzugegeben. Das ist dann einfacher, das zu vermischen. Jeweils in dem Schritt, wie ich das jetzt gerade mache. Weil wenn man alles auf einmal reinmacht, dann dauert es ein bisschen länger, bis man das Ganze dann verrührt hat. Daher jeweils immer einzeln. Alle Mengenangaben schreibe ich dir wie immer unten in die Beschreibung, falls du Lust bekommst, spontan oder auch nicht spontan das Rezept nachzubacken. Und falls dir das Video bis hierhin gefallen hat, dann vergiss nicht, mir einen Daumen da zu lassen. Darüber würde ich mich sehr freuen. So, wenn das mit den Eiern erledigt ist, kommt dann der Vanilleextrakt zum Einsatz. Der ist ganz wichtig. Der bringt auch diesen ganz bestimmten Geschmack, den wahrscheinlich alle kennen, die den San Sebastian schon mal gegessen haben. Du könntest natürlich auch Vanillezucker benutzen, aber dann hättest du nicht dasselbe Ergebnis. So, ein kleiner Tipp hier nochmal. Die Stärke, die rühre ich nicht direkt in den Teig mit ein, sondern vermische erst einen kleinen Teil mit der Stärke. Das macht es dann einfacher, dass sich dann komplett die Stärke mit der Masse verbindet. Also es bildet sich keine Klumpenbildung im Teig. Das Ganze wird dann in die Masse gleich zugegeben und gut umgerührt. Alle Mengenangaben schreibe ich dir wie immer unten in die Beschreibung. Da kannst du dann nochmal reinschauen, falls du Lust bekommst, das Rezept nachzubacken. So, wenn das Ganze dann erledigt ist, kommt dann die Masse komplett in den Teig und das muss dann gut umgerührt werden. So, im Anschluss brauchst du dann eine Bio-Zitrone, die natürlich unbehandelt ist, weil wir die Schale benötigen.
Da kannst du selber entscheiden, wie viel du gerne haben möchtest. Umso mehr du reintust, umso mehr du reinreibst, umso intensiver ist der Geschmack, umso weniger, umso leichter. Und wenn das dann fertig ist, wird dann die Zitrone halbiert. Und ich mache das dann so, dass ich immer die Hälfte mit reinpresse. Du könntest natürlich auch, wenn du einen intensiveren Zitronengeschmack im Kuchen haben möchtest, kannst du auch die komplette Zitrone reinpressen. Da verändert sich nicht, also die Konsistenz von dem San Sebastian verändert sich überhaupt nicht. Also du kannst entweder die ganze Zitrone oder die halbe Zitrone benutzen. Ich habe jetzt nur die Hälfte benutzt. Das hat dann so einen leichten Zitronengeschmack. Und falls du es intensiver haben möchtest, könntest du auch die ganze Zitrone mit in den San Sebastian Teig reinmachen. So, wenn das dann erledigt ist, wird dann alles wieder mal gut umgerührt. Hier nochmal, der Kuchen ist eigentlich sehr schnell gemacht. Nur, ich habe ja dadurch, dass ich jetzt in dem Video alles Schritt für Schritt erkläre, sieht es aus, als würde es sehr lange dauern, was eigentlich gar nicht der Fall ist. Also der San Sebastian Teig, der ist innerhalb von Minuten gemacht und das Einzige, was halt ein bisschen länger dauert, ist der Backofen. Der braucht halt seine Zeit, bis er halt die Temperatur erreicht hat und ja, danach ist er dann 35 Minuten im Backofen und muss dann halt über Nacht komplett abkühlen. Also die Wartezeit, die dauert halt ein bisschen. Aber in der Herstellung ist der Kuchen ganz schnell gemacht. Du brauchst auf jeden Fall eine 20 bis 21er Backspringform. Und wenn du dann alles zusammengerührt hast, kommt das Ganze dann in die Springform, mit Backpapier natürlich, und wandert dann für 35 Minuten in den Backofen bei 250 Grad. Für ca. 35 Minuten. Wenn du den Kuchen aus dem Backofen rausgenommen hast und er wackelt, so wie du es jetzt gerade siehst, ist er fertig. Und hier ist das Ergebnis. Ein kleiner Tipp, wenn du den Kuchen zubereitest, dann mach es am besten am Abend und lass ihn dann einfach bei Zimmertemperatur komplett abkühlen und morgens kannst du ihn dann verzehren. Also wie beim Käsekuchen. Und er ist wirklich mega, mega, mega toll. Also Suchtpotenzial ist auf jeden Fall drinne. Ich muss mich jedes Mal zusammenreißen, dass ich nur mir ein kleines Stück gönne. Aber er hat wirklich, also ich weiß, jetzt müsste man das sehen, also die Konsistenz, die ist sehr, sehr cremig. Falls dir das Video bis hierhin gefallen hat, vergiss nicht, einmal auf den Daumen zu drücken. Und falls du noch mehr Rezepte von mir sehen möchtest, dann natürlich gerne noch ein Abo. Und falls du den Kuchen auch nachbacken solltest, habe ich übrigens den San Sebastian im Glas gebacken. Das Rezept verlinke ich dir oben. Und vielen Dank fürs Zuschauen.